Wie ihr seht, haben wir heute wieder einen Produkttest vor uns. Auf dieser Seite sind 3 Dämpfer aufgebaut, ein Überdämpfer, ein Spitzdämpfer und ein Cup-Dämpfer von SV Mutes. Sönke Vogelsberg steckt dahinter. Er ist Trompeterkollege und hat sich die Aufgabe gemacht, hier eine Trumpet-Line-Dämpferserie herauszubringen aus dem 3D-Drucker. Das heißt insgesamt vom Gewicht sehr leicht. Ich habe auch hier eine Waage stehen, da können wir dann auf jeden Fall mal nachwiegen, was so der einzelne Dämpfer an Gewicht mit sich bringt. Und ich habe auch natürlich die Standarddämpfer da, damit wir klanglich einfach mal gegenhören, wie fühlt sich der eine zum anderen Dämpfer an, beziehungsweise wie klingt dieser. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Spitzdämpfer. Ich halte ihn euch hier einmal in die Kamera, damit ihr den auch mit etwas näher sehen könnt. Also hier das Logo schön drauf gedruckt. Und es ist ein naturfreundlicher Kunststoff und natürlich mit Kork, damit der Dämpfer auch gut in der Trompete halten kann. Bevor es losgeht, stellen wir das gute Ding einmal auf die Waage und wiegen den im Vergleich zum Dennis Wick Dämpfer einfach mal, damit wir wissen, was so die gewichtigen Unterschiede sind. Der Spitzdämpfer von SV Mutes bringt hier 55 Gramm auf die Waage. Der Spitzdämpfer von Dennis Wick ist etwas schwerer, 10 Gramm, 65 Gramm in Summe. So, und jetzt wollen wir natürlich auch, was uns Trompeter natürlich interessiert, hören, wie der jeweilige Dämpfer auch klingt. Wir starten mit dem Spitzdämpfer von Sönke SV Mutes. Also ein typischer Spitzdämpfer-Sound, so wie es sich auch gehört, im Vergleich der Dennis Wick. Klanglich kaum ein Unterschied. Ich habe hier das Gefühl, etwas metallener. Er ist natürlich auch aus Metall gefertigt, deswegen darf das auch ruhig sein. Und wir gehen etwas in Bewegung in die tiefe Lage. Also der Dämpfer nimmt auch in der tiefen Lage den Klang gut auf. Es wird nicht passiv, es wird nicht defensiv, es wird nicht aggressiv vom Sound her, sondern es ist genau wie es sein soll, in der tiefen Lage wie in der mittleren Lage Klang da und der wird eben gut vom Sound her unterstützt. Wir gehen etwas nach oben. Also hier auch nicht schrill, ich war jetzt im Mezzo-Forte-Forte-Bereich, es geht weiter. Also er kann auch frech werden vom Sound her, der SV Spitzdämpfer und im Verhältnis einmal den Dennis Wick, den kennen wir allerdings schon. Na, also den Klang sind wir einfach gewohnt, aber ich muss sagen, mir gefällt dieser hier besser. Ich würde den Spitzdämpfer hier besonders für solistische Sachen benutzen, also egal ob Orchester oder auch Solosachen mit Klavier oder komplett Solo-Trompete, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich leiser spiele, Mezzo-Piano, der Dämpfer auch insgesamt einen weicheren Klang moduliert. Das ist so ein verträumter Trompetenklang, verträumter, märchenhafter Trompetensound. Wenn ich hier im Vergleich den Spitzdämpfer von Dennis Wick benutze, habe ich nicht diesen verträumten, weicheren Klang. Er ist eben der Spitzdämpfer und es hat ja auch seine Vorteile, dass der immer gleich klingt, egal ob laut oder leise. Allerdings habe ich hier natürlich viel mehr Farbenvielfalt, viel mehr klangliche Entwicklungsmomente. Ja, also auf jeden Fall gefällt mir der SV Spitzdämpfer super gut. Eine schöne Sache. Hier nochmal das gute Stück. So, wir wechseln jetzt zum Cup Mute, also zum großen Bruder von diesem Spitzdämpfer. Erstmal hier wieder den Dennis Wick zusammengebaut und
Hier einmal für euch in die Kamera die Großansicht. Wir haben hier auch immer schön die Logos drauf geprintet. SV Mutes Trumpet Line. Wieso? Natürlich, weil diese Dämpfer für Trompete geeignet sind. Bevor wir starten, erstmal der Gewichtscheck. Ich habe hier 98 Gramm bei dem Cup Mute von SV und beim Cup Mute von Dennis Wick bringt das Ganze 116 Gramm auf die Waage. Also auch hier, sagen wir mal aufgerundet, 20 Gramm Unterschied. Man merkt das natürlich auch schon hier in der Handhabung. Ein riesengroßer Unterschied von der Gewichtsverteilung. Auf der Homepage von SV Mutes kann man auch finden, dass hier der Cup-Dämpfer eine große Öffnung hat, also auch für die Bauart der deutschen Trompeten sehr gut geeignet ist. So, jetzt gleich mal den Sprung in den Klang von dem SV Cup Mute. Klingt wie ein Cup Mute klingen muss. Klang für meine Ohren jetzt etwas dunkler bei dem Dennis Wick. Aber ein sehr ausgeglichener Klang hier bei dem SV Mute. Tiefe Lage. Also ein typischer Cup Mute Sound, so wie es eben sein soll. Wir gehen wieder in die Mittellage. Er wird auch nicht frech vom Sound her, also er wird auch nicht so spitz und etwas aggressiv, sondern er bleibt in seinem Klang. Das finde ich gut. Jawohl, direkter Vergleich. Der Kunststoffdämpfer hat meines Erachtens nach etwas mehr Volumen. Macht genau das, was er soll. Schon mal super. Preislich sind wir übrigens hier bei 66 Euro. Der Spitzdämpfer liegt bei 55 Euro. Und wir gehen dann auch gleich zu dem Überdämpfer hier, den kleinen hier neben mir. Der kostet 44 Euro. Ein paar Worte noch dazu. Ich habe jetzt hier die schwarze Ausführung von den SV Mutes. Diese, weil sie eben im 3D-Drucker gedruckt werden können, auch in unterschiedlichsten Farben, gedruckt werden. Gelb, Rot, Blau etc. Also auf der Homepage von sv-mutes.de könnt ihr gerne mal nachschauen oder auch auf Instagram. Ich verlinke euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung die Kontaktdaten zu Sönke Vögelsberger SV Mutes zur Plattform. Dort könnt ihr auch reinlesen und auch direkt, wenn ihr möchtet, bestellen beziehungsweise auch Individualisierungen anfragen. Auch das ist über die Homepage möglich. So, wir gehen weiter zu den Überdämpfern. Wir haben hier dieses Leichtgewicht. Wir schauen auch gleich mal, was es wiegt. 48 Gramm bringt er hier auf die Waage. Also unter 50 Gramm. Hier wird man definitiv nicht das Problem haben, dass die Trompete irgendwann schwer wird, vorne und nach unten zieht und dementsprechend hier hinten sich der Ansatz verändert. Also bei diesem Fliegengewicht kein Problem. Wie ist es beim Überdämpfer? Es ist immer schwierig, ne? Also letztendlich soll man ja möglichst eine große Dämpfwirkung haben. Das heißt, der Dämpfer sollte möglichst dicht sein. Man kann aber nicht zu dicht machen, weil sonst ist der Widerstand so groß. Und da muss man immer Kompromisse eingehen und ich bin jetzt gespannt, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie dieser Überdämpfer hier im Verhalten, in der Spieleigenschaft ist. Oft ist es bei Überdämpfern so, dass wenn man in eine tiefe Lage geht, man den Ansatz umstellen muss, irgendwas verändern muss, damit unten noch Klänge entstehen. Das ist hier überhaupt kein Problem. Ich kann von G1 bis zum kleinen G nach unten spielen, Fis auch, überhaupt kein Problem. Ich bleibe in der Spur und er dämpft wirklich gut ab. Hört mal hin, meine Ventile sind lauter als der Sound vorne am Trichter.
Und ich hämmer jetzt nicht absichtlich in die Ventile, dass sie möglichst laut sind, sondern ich spiele ganz normal. Es geht frei raus. Bei Überdämpfern ist es natürlich immer so, wenn ich jetzt ins Fortissimo gehe, dass ich schon merke, dass hier etwas Druck entsteht. Natürlich, ein Spitzdämpfer, ein Kappdämpfer lässt einfach mehr Luft raus. Aber der Überdämpfer ist ja dafür da, dass er die Trompete leise macht, damit ich im Hotelzimmer, auf Reisen oder im Mehrfamilienhaus auch üben kann. Das ist hier möglich. Ich empfehle immer beim Überdämpfer im Mezzoforte-Bereich zu spielen. Man kann da wunderbar üben, man kann da seine Sachen spielen, hat immer das Gefühl, dass man die Luft frei rauspusten kann, ohne dass eben dieser typische Kloß entsteht im Hals. Und das ist hier auch definitiv möglich. Also wie gesagt, 44 € kostet dieses Fliegengewicht. Wir spielen jetzt nochmal in die hohe Lage, um zu gucken, wie sich da das Spielgefühl verhält. Also auch alles drauf, überhaupt kein Problem. Und wenn man oben ist, auch überhaupt keine Umstellung. Ich bleibe in der Spur, ich bleibe in meinem Ansatz, in meinem Spielgefühl und der Dämpfer dämpft die Trompete genau das, was er machen soll. Also, ich bin auf jeden Fall begeistert. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch gewesen bei Kunststoffdämpfern. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Vor 25 Jahren circa habe ich auch schon mal mich mit Dämpfern beschäftigt, Kappdämpfer, die ersten Dämpfer gekauft. Und preislich waren die halt immer wesentlich günstiger als die Metalldämpfer. Und da ist man natürlich immer mit einem Auge am Gucken, am Ausprobieren, aber klanglich waren die nie so, dass man sagen kann, super, das ist wirklich 1:1. Die Intonation hat sich immer verändert, es war eigentlich eine Katastrophe. Aber mittlerweile sind diese Kunststoffdämpfer genauso gut, wenn nicht sogar besser teilweise, als die metallenen Kollegen. Wir haben hier die SV-Reihe, die Trumpet Line von SV Mutes und ich bin hellauf begeistert. Die spielen sich gut, die klingen gut, die machen genau das, was sie sollen und preislich sind sie, würde ich sagen, im Mittelfeld. Also heutzutage kosten die Dämpfer einfach wesentlich mehr als vor 10 Jahren und mit 44 € für den Überdämpfer, mit 55 € für den Spitzdämpfer und letztendlich dann 66 € für den Kappdämpfer kann man überhaupt nichts falsch machen. Man hat hier eine grundsolide Ausstattung, sie klingen gut und noch viel wichtiger, sie spielen sich richtig gut. Wenn du Interesse an diesen SV Mutes von Sönke Vogelsberg hast, dann schau unbedingt in die Videobeschreibung, dort sind die Kontaktdaten hinterlegt. Du kannst aber auch natürlich auf Instagram danach suchen, beziehungsweise kannst auch direkt auf SV-Mutes einfach mal bei der Suchmaschine deines Vertrauens danach suchen. Da findest du hundertprozentig genau diese Plattform. Kannst dich weiter informieren, Kontakt mit Sönke aufnehmen, nachfragen und auch direkt bestellen.